Hallo Freunde, es freut mich, dass ihr uns wieder bei unserer zweiwöchigen Angelreise nach Norwegen begleitet. Es ist jetzt Mitte Oktober und wir befinden uns auf der Insel Selver bei Træna. Im Hintergrund seht ihr das Træna Arctic Fishing Camp, in dem wir die nächsten 2 Wochen verbringen werden. Da die Wettervorhersage für die nächsten Tage nichts Gutes verheißt, werden wir darin wohl mehr Zeit verbringen müssen, als uns lieb ist. Ich hoffe trotzdem, dass es uns wieder gelingt, ein tolles Video zu machen und wünsche euch dabei nun viel Vergnügen. Unsere Angelreise nach Norwegen begann am 9. Oktober um 9 Uhr mit dem 2-stündigen Flug von München nach Oslo. In Oslo angekommen, mussten wir wie immer unser gesamtes Gepäck abholen und für den Weiterflug nach Bodø komplett neu einchecken. Nachdem das alles erledigt war, ging unsere Reise um 12:55 Uhr weiter. In Bodø wartete der schon vorab gebuchte Shuttlebus, der uns in einer 10-minütigen Fahrt zum Hafen brachte. Um 16:20 Uhr ging die Reise in einer Personenfähre weiter. Nach zweimaligem Umsteigen wurde um 22 Uhr endlich die Insel Selver erreicht. Wie schon vor 2 Jahren bewohnten wir wieder das Apartment Nummer 5, das ich hier nochmals kurz vorstellen möchte. Gleich nach dem Eingangsbereich befindet sich das erste Schlafzimmer mit einem Stock und einem Einzelbett. Daran anschließend das geräumige Bad mit Dusche und WC. Waschmaschine und Waschtrockner sind hier ebenfalls vorhanden. Eine weitere kleine Toilette komplettiert den Eingangsbereich. Der geräumige Wohnbereich mit offener Küche bietet Platz für bis zu 8 Personen. Am Ende des Apartments befinden sich noch 2 weitere Schlafzimmer mit jeweils 2 Einzelbetten. Wenn ihr noch wissen wollt, wie die anderen Apartments alle aussehen, dann werft doch einen Blick in unser Video Angeln in Norwegen 2022, wo wir die gesamte Anlage näher vorgestellt haben. Unser erster Angeltag war gekommen. Starker Wind und immer wieder Regen machten ein Angeln am Vormittag vorerst nicht möglich. Deshalb hatten wir genügend Zeit, um unsere Angelsachen in Ruhe vorbereiten zu können.
Gegen Mittag entschlossen wir uns aber dann doch, trotz des starken Windes, eine Ausfahrt zu riskieren. Da Ernie eine Bänderverletzung am Fuß hatte, blieb sie vorsichtshalber erst einmal zu Hause. Hier im Hintergrund die berühmte Insel Rena. Erfahrungsgemäß sind die Fische im Herbst eher in tieferem Wasser anzutreffen, weshalb wir nördlich der Insel am offenen Meer unser Glück versuchen wollten. Bei ungemütlichem Wellengang versuchten wir in Tiefen um die 80 Meter einige Dorsche überlisten zu können. Schon nach kurzer Zeit hatte Peter den ersten größeren Fisch am Haken, der ihm auch immer wieder Schnur von der Rolle nahm. Nach kurzem Drill wurde dieser Fisch aber leider wieder verloren. Jetzt ist es 15 Uhr, wir sind bereits am Heimweg. Grund liegt an den doch unwirtlichen Verhältnissen bezüglich Wind und Wellen. Schade, Traumwetter eigentlich, nur der Wind ist zu stark. Und draußen am Rehwett ungemütliches Fischen. Diese Bilder täuschen ein wenig, denn die Wellen waren am offenen Meer einfach zu hoch, weswegen wir um 15 Uhr wieder nach Hause fuhren. Am nächsten Tag war wegen des starken Windes an ein Angeln nicht zu denken. Deshalb ging ich am Morgen eine Stunde laufen und umrundete dabei die Insel Selver.
Bei lockerem Laufen ist die Insel in einer halben Stunde zu umrunden. Auf dem schräg gegenüberliegenden Hügel bekommt man einen herrlichen Ausblick rund um die Insel Selver. Nachdem ich von meinem Lauf wieder zurück war, machte der Rest unserer Gruppe eine kleine Wanderung um die Insel. Den Rest des Tages nutzten wir mit diversen Spielen zur Entspannung und statteten auch dem Spa-Bereich einen Besuch ab. Über Nacht hatte der Wind weiter zugelegt und verhinderte auch am nächsten Tag ein Angeln. Unwirtlichste Bedingungen. Im Hafenbereich Wellen mit circa einem halben Meter. Vorerst war einmal Gerätepflege angesagt. Wenn wir schon nicht angeln konnten, gab es dafür heute einen kulinarischen Höhepunkt. Wir gönnten uns einen Schweinebraten mit Semmelknödel und Stöckelkraut. Leonie kümmerte sich einstweilen um die Zutaten für die Nachspeise. Als Nachspeise machte ich dann noch Eispalatschinken mit Früchten der Saison. Der absolute Highlight der Anlage ist der beheizte Whirlpool, in dem wir den Tag ausklingen ließen und dabei noch herrliche Nordlichter bewundern durften. Diese Bilder täuschen gewaltig, denn am offenen Meer wehte der Wind immer noch zwischen 30 und 40 km/h. Gegen Mittag sollte der Wind dann aber endlich nachlassen. Sonntag, 13. Oktober, 14:15 Uhr. Der Wind sollte etwas nachlassen, weshalb wir versuchen, noch ein paar Stunden rauszukommen. Am frühen Nachmittag war es dann endlich soweit und wir konnten es kaum erwarten, in See zu stechen. Nach 3 Tagen hat sich nun endlich ein Windfenster geöffnet. Wir nutzen jetzt unsere Chance und angeln hier östlich der Insel. Wir hoffen eben, dass wir ein paar Dorsche oder Seelachse fangen. Nach einer gut 10 bis 15-minütigen Ausfahrt sind wir nun am Skalen angekommen. Wetter ist sehr triste, von Windverhältnissen her lässt es jedoch ein Fischen zu. Und wir stehen mitten im Köderfisch. Am Skalen war zwar sehr viel Futterfisch vorhanden, von den größeren Räubern war aber vorerst nichts zu sehen. Erst in Tiefen über 100 Meter kamen dann die ersten Bisse. Ein 9 bis 10 Kilo Dorsch von Peter.
Der nächste Biss, Werner. Jetzt in 120 Meter Tiefe dürfte sich um einen Dorsch handeln. Ganz leicht schon zu erkennen. Leng. Ein Leng. Ein Leng. Ein Leng von 8 Kilo, gefangen in 120 Meter Wassertiefe. Danach war es mit der Beißlaune der Fische aber auch schon wieder vorbei und als es gegen 17:30 Uhr wieder zu regnen begann, fuhren wir nach gut 3,5 Stunden Angeln wieder nach Hause. Der nächste Morgen begrüßte uns mit einem herrlichen Regenbogen, doch der nach wie vor sehr starke Wind machte dem Angeln neuerlich einen Strich durch die Rechnung. Um 11 Uhr machten wir eine kleine Shoppingtour in den nur wenige Schritte entfernten Supermarkt. Obwohl die Preise etwas höher sind als auf dem Festland, bekommt man hier alles, was man zum Leben so braucht. Und sollte einmal etwas nicht vorhanden sein, wird es auf Bestellung besorgt. Um keinen Lagerkoller zu bekommen, entschlossen sich Leonie, Peter, Gerald und ich zu Mittag, es doch mit dem Angeln zu versuchen. Während der Ausfahrt diskutierten wir, wo wir wohl am besten vor dem starken Westwind geschützt sein würden. Die Entscheidung fiel auf das östlich gelegene Plateau Skallen, das um 12:45 Uhr erreicht wurde. Bei einer Drift um die 3 km/h war ein Angeln dort nicht sinnvoll, weswegen wir zum nördlichen Ende der Insel weiterfuhren. Doch auch dort herrschten keine anderen Bedingungen und der Wind wehte uns mit 30 bis 45 km/h um die Ohren. Wir ließen uns die gute Laune aber trotzdem nicht verderben und trotzten den widrigen Naturbedingungen. Wer glaubt, Dorsch mit Überbeißer? Obwohl es ganz vereinzelt Bisse gab, konnten wir aber auch dort keinen Fisch fangen. Na, nix gescheit. Na, ist nicht. Als der Wind gegen 15:30 Uhr immer mehr zulegte, fuhren wir in den geschützten Scherenbereich, um noch auf Heilbutt zu angeln. Innerhalb der Scheren war das Meer wesentlich ruhiger und machte das Angeln viel einfacher. Erfahrungsgemäß sind die Fische aber zu dieser Jahreszeit in tieferem Wasser anzutreffen, weswegen es uns auch nicht gelang, einen Heilbutt zu überlisten.
Das hat zwar eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Heilbutt, ist aber wohl nur als Beilage zu einem Salat zu gebrauchen. Gegen Ende des Tages versuchten wir es auch noch direkt vor der Hafeneinfahrt, bevor wir um 17:15 Uhr ohne Fisch wieder nach Hause fuhren. Wir sind heute bereits um 6:45 Uhr aufgestanden, weil laut Wettervorhersage am Morgen wenig Wind sein sollte. Um 7:45 Uhr fuhren Leonie, Peter, Gerald und ich los, um dieses Windfenster zu nutzen. Als wir aber das offene Meer erreichten, war die Situation eine ganz andere. 3 bis 4 Meter hohe Wellen und ein Wind um die 40 km/h zwangen uns zu einer Umkehr in den geschützten Scherenbereich. Da wir aus der Vergangenheit bereits wussten, dass ein Angeln um diese Jahreszeit dort wenig bringt, fuhren wir um 9 Uhr frustriert nach Hause. Über Nacht hatte der Wind auf Süd gedreht und an Stärke zugelegt. Mit 11 Grad war es aber für diese Jahreszeit angenehm warm, weshalb ich nach dem Frühstück einen Rundgang um die Insel unternahm. Endlich hatte der Wind nach einer Woche etwas nachgelassen und wir konnten wieder auf das offene Meer hinausfahren. Um 9:15 Uhr fuhren wir mit beiden Booten los.
Wir fuhren zum nördlichen Ausgang der Insel und hofften dort in Tiefen zwischen 70 und 100 Meter einige Dorsche und Seelachse überlisten zu können. So, jetzt der erste größere Fisch. Ich tippe hier einen Dorsch um die 5-6 Kilo in 70 Meter Wassertiefe. Zumindest ist der Anfang einmal gemacht. Und tatsächlich hatte ich schon bei der ersten Drift nach kurzer Zeit einen Fisch am Haken. Polak um die 6 Kilo. Jetzt der erste Fisch bei Leonie. Lassen gehen, ganz ruhig. Keine Hektik. Ah, ausgelassen. Warte. Sofort drauf, ein Biss bei Peter. Dieser Fisch schien dann etwas größer zu sein, denn er nahm Peter immer wieder ein wenig Schnur von der Rolle. Nun Doppeldrill. Während des Drills von Peter ist auch bei Leonie ein größerer Fisch eingestiegen. Du darfst nicht so kurbeln, du musst aufpumpen und dann kurbeln. Ja, ich pumpe, ja. Leonie benötigte hier ihre ganze Kraft, um den Fisch nach oben zu bringen. So, ja. Nach oben und beim Absenken kurbeln. Der Fisch von Peter leistete heftigste Gegenwehr und ließ sich nur ganz langsam an die Oberfläche bringen. Das erste Mal jetzt hier ganz heraus und Doppeldrill. Wir wissen das schon aus den letzten Jahren. Im Herbst stehen die Fische eher im Tiefen. Oh, ein schöner Seelachs! Gerissen habe ich ihn. Die haben gerissen. Während Peter den Fisch an Bord geholt hat, ist Leonie immer noch am Drillen. Bei Leonie ein Dorsch seitlich gehakt. Warum hat er sich so gewehrt? Schätze um die 4 Kilo, 4-5 Kilo. Seelachs um die 12 Kilo. Dorsch um die 6 Kilo. Endlich konnten wir unserem Hobby nachgehen und wurden mit tollen Fischen belohnt. Der Ausfang kann sich bis jetzt sehen lassen. Jetzt ist es 10 Uhr. Und wir fahren wieder zurück auf den Ausgangspunkt. Jedoch die Bedingungen sind grenzwertig. Auch auf unserem zweiten Boot konnte sofort gefangen werden und Gerald gelang es sogar, einen 7 Kilo schweren Heilbutt zu überlisten. Wassertiefe 75 Meter. Länglich 5,5 Kilo.
Dorsch. Auch verdammt klein. Obwohl wir eine Drift um die 2 km/h hatten, war ein Angeln problemlos möglich. Nun drillt Toni wieder. Die Beißlaune der Fische war ungebrochen und Toni war der Nächste, der einen größeren Fisch am Haken hatte. Die letzten 30 Meter. Ja, das ist schön. Das ist ein schöner Bursche. Nach erfolgreichem Drill konnte Toni einen 10 Kilo schweren Dorsch in seinen Händen halten. So, nächste Drift. Wiederum ein Biss auf Totgürtersystem. Toni hat etwas Größeres am Haken, vermute Heilbutt, hat ihm nur Schnur abgezogen und als er die Bremse etwas schärfer einstellte, Schnurbruch. Nachdem Toni einen großen Heilbutt durch Schnurbruch verloren hatte, war bei Gerald schon der Nächste am Haken. Ehrlich, Heilbutt. Wenn einer Heilbutt ist. Ja, da war das meine auch einer. Aber meiner war halt der übergroße Tag. Dieser Heilbutt um die 4 bis 5 Kilo wurde wieder in die Freiheit entlassen. Lein von 6,5 Kilo. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Doppeldrill. Wir konnten jetzt Fisch um Fisch fangen und wurden für die letzten Tage in der Unterkunft etwas entschädigt. Vermute kleinerer Dorsch von Leonie. Dorsch um die 5 Kilo. Dann war wieder Peter an der Reihe, der den nächsten Großdorsch am Haken hatte. So, jetzt haben wir mal bei unserem Nachbarboot vorbeigeschaut. Peter drillt gerade. Schöner Dorsch. Dorsch um die 15 Kilo. Letztendlich brachte dieser Dorsch genau 16 Kilo auf die Waage und war damit Peters neuer Personal Best. Petri Heil, kann man dazu nur noch sagen. Seelachs von 3,5 Kilo. Einen Dorsch von etwa 5 Kilo. Längen mit 6,5 Kilo. An unserem ersten vollen Angeltag konnten während des gesamten Tages immer wieder Fische gefangen werden. Mit dem einsetzenden Regen wurde das Angeln um 17:30 Uhr beendet. An diesen Bildern seht ihr, über welches Potenzial dieses Angelgebiet verfügt, wenn das Wetter mitspielt. Obwohl am nächsten Tag der Wind mit einer Geschwindigkeit zwischen 40 und 50 km/h zurück war, riskierten wir um 13:15 Uhr eine Ausfahrt.
Wir angeln rund um den Revet. Beide hat schon. Ja. Da oben Scheiben. Beide dann Scheiben. Henk. Du hängst. Langleine. Dieser vermutete Großfisch entpuppte sich als Langleine eines Berufsfischers, in der Peter und Leonie ihre Montagen abrissen. Als dann nach einer Stunde der Wind immer mehr zunahm, wurde dieser komplett sinnlose Angelversuch abgebrochen. Endlich stand ein schöner Angeltag vor der Tür, weswegen wir schon um 7 Uhr aufgestanden sind. Um 9 Uhr erreichten wir das nördliche Ende der Insel, wo wir in Wassertiefen zwischen 70 und 100 Meter mit dem Angeln begannen. Erste Drift. Der Vorteil eines Softrock-Fischers ein Lenk genommen und Toni ebenfalls einen kleineren Dorsch. Nehmen wir den. Ja, ja. Das war. Die Fische waren heute in Beißlaune und es konnte sofort Fisch auf Fisch gefangen werden. 153. Auf die tote Stange. Aber ein Dorsch hört sich auch. Ja, keine Ahnung. Ich weiß, was Größeres wird. Das ist sicher mal was Größeres. Nicht mehr war es ein Dorsch. Gegen 10 Uhr schien dann Gerald einen größeren Fisch am Haken zu haben. Aber wir lassen uns sofort rein. 50 Meter. Das ist ja eine Bombe. Ja, schau, das ist ein schöner. Ah, das ist ein großer. Schau, der hat noch hoch. Oh, der hat alles abgeschluckt. Das ist ja keine Kerl. Am Ende konnte Gerald einen schönen Dorsch in seinen Händen halten. Der erste. Was soll man sagen? Jetzt fischen wir eine Stunde genau. Genau auf dem Platz, wo wir immer hin wollten. Und das Ergebnis lässt sich sehen.
Weiß ich nicht, das ist schon mal wieder. Nach den letzten Tagen in der Unterkunft herrschen heute Traumbedingungen und das Angeln machte richtig Spaß. Kleiner Dorsch. 3 Kilo. Zweite trifft und schon wieder einer eingestiegen. So, noch geil. Überbeißer. Überbeißer ist durch. Oh, Ja, geil. bravo. Jetzt geht. Richtig heil. Beim ersten Hinunterlassen sofort ein Biss bei Leonie. Auch auf unserem Boot zeigte sich ein ähnliches Bild und es konnten sofort Fische gefangen werden. Dorsch um die 3 Kilo. Es ist ein ganz besonderes Erlebnis, einen Sonnenaufgang als Angler auf dem norwegischen Meer genießen zu dürfen. Dann hatte Peter urplötzlich einen heftigen Einschlag in seiner Rute und ein größerer Fisch schien am Haken zu hängen. Seelachs um die 9 Kilo. Pilken in Tiefen um die 100 Meter ist nicht jedermanns Sache, bringt oftmals, besonders im Herbst, aber den Erfolg. So, ein Lang um die 5,5 bis 6 Kilo. Nun wieder ein Fisch bei Leonie nach einer kurzen Beißflaute. Während Leonie den Fisch nach oben brachte, konnte auch Peter einen Fisch an den Haken bringen. So konnten nach erfolgreichem Drill beide wenig später einen Dorsch in den Händen halten. Dorsch um die 4 Kilo. Und Dorsch um die 5 Kilo. Unmittelbar danach schnappten sich 2 weitere Fische unsere angebotenen Köder. So, Lang um die 6 Kilo. Und Dorsch um die 4,5 Kilo.
4 Kilo. Gegen 15 Uhr wurde der Wind am offenen Meer wieder stärker, weshalb wir ein wenig zurück zum Hergrunnen fuhren. Dort zeigte sich sofort viel Futterfisch auf dem Echolot und wenig später hatte Peter den nächsten dicken Fisch am Haken. Dorsch! Boah, Holy moly! Der hat wieder 10 Kilo. Dorsch mit etwa 12,5 Kilo. Und wie ihr seht, er springt gleich Leonie an. Um 17 Uhr wurde das Angeln beendet und wir fuhren bei einem herrlichen Sonnenuntergang wieder nach Hause. Am nächsten Tag hatte sich das schöne Wetter wieder verabschiedet und es regnete in Strömen. Da aber fast kein Wind ging, entschlossen sich Peter und ich kurzfristig, es doch trotz dieser widrigen Bedingungen mit dem Angeln zu versuchen. Wir fuhren um 11 Uhr zum Hergrunnen, um dort auf Heilbutt und Dorsch zu angeln. So, wir sind jetzt am Hergrunnen doch noch herausgefahren, 11:35 Uhr. Sofort ein Biss bei Peter. Der Fisch steht gut im Wasser drinnen, dürfte sich doch um einen etwas größeren handeln. Kleiner Heilbutt. Schöner Heilbutt, super. Von solchen Fischen träumt man als Norwegen-Angler. Was hat der geht noch? Ich mach draußen noch ein Auto. Das scheint gar nicht, der geht gleich nochmal. Jetzt geht er. Jetzt geht er wahrscheinlich wieder. Geschätzte 30 Kilo. Nimmst du oder nicht? Ein Heilbutt von 1,45 Meter, geschätzte 45 Kilo. Wegen des schlechten Wetters und der Tatsache, dass wir nur zu zweit am Boot waren, war es uns leider nicht möglich, mehr Aufnahmen vom Drill zu machen. Da Peter die Bremse seiner Rolle ziemlich hart eingestellt hatte, konnte der Heilbutt während des Drills keine Fluchten machen, wie es ansonsten bei einem Fisch dieser Größe üblich wäre. Als sich der König des Nordmeers erstmals an der Oberfläche zeigte, waren selbst Peter und ich von seiner Größe überrascht. Beim Fang dieses Fisches hatten wir auch das nötige Glück auf unserer Seite, denn der Heilbutt schwamm während des Drills bedrohlich nahe an diese Langleine eines Berufsfischers heran.
Nach dem Fang dieses Fisches angelten Peter und ich noch bis 15 Uhr weiter, bis wir uns auf den Heimweg machten, um den Fisch zu versorgen. Gerald, Ernie und Toni angelten währenddessen seit 14 Uhr am Plateau Revet, wo die drei bei traumhaften Bedingungen angeln konnten. Letzter Angeltag, da zeigt sich nochmal die Sonne. Morgen und übermorgen ist Sturm angesagt. In der Zwischenzeit waren wir zu Hause angekommen und hatten alle Mühe, den Heilbutt ins Filetierhaus zu bringen. Sag da! 40! Es ist uns zum Glück wieder gelungen, einen großen Heilbutt zu fangen. Dieser wiegt ausgeblutet genau 40 Kilo, also dürfte um die 44, 45 Kilo Lebendgewicht gehabt haben. Gratuliere Peter nochmal, super Drill! Danke! Morgen und übermorgen ist leider Sturm angesagt, das heißt, das wird wohl heute unser letzter Angeltag gewesen sein. Wir wünschen es wirklich jedem Meeresangler einmal das Glück zu haben, einen schönen Heilbutt zu fangen. Der Drill dieser Fische ist wohl einzigartig und zählt zu den absoluten Höhepunkten in einem Anglerleben. Tanz, Heilbutt, Heilbutt, Tanz. Heilbutt, Tanz, Heilbutt, Tanz. Da hängt der schöne Heilbutt. Kein Wunder also, dass Peter aus lauter Freude über diesen Fisch spontan einen Heilbutt-Tanz aufs Parkett bzw. auf den Steg legte. Da das vorhergesagte Sturmtief jetzt erst am Nachmittag eintreffen sollte, riskierten Gerald und Peter am späten Vormittag nochmals eine Ausfahrt. Montag, 21. Oktober, 11:18 Uhr. Trotz ruhigem Wind versuchen wir dennoch eine Ausfahrt Richtung Revet. Mal schauen, ob es klappt. Nachdem der Wetterbericht sich doch verbessert hatte, Doppeldrill mit Peter an Bord. Aber deins ist fast größer, glaube ich. Ja, der hängt sie an. Der hängt sie an, der ist ganz am Grund auf Küste. Mini-Dorsch auf der Seite gehakt, hängt sich an wie ein 15 Kilo Dorsch. Am nördlichen Ausgang der Insel war das Angeln vorerst noch gut möglich, es konnten aber nur einige kleine Küchendorsche überlistet werden. Ja, der Dorsch. Aber mini. Den lassen wir wieder frei. Im Trainer Arctic Fishing Camp wurde wegen des bevorstehenden Sturms alles wetterfest gemacht. Da auch der Fährbetrieb für den Nachmittag eingestellt wurde, beendeten Gerald und Peter nach 1,5 Stunden das Angeln und fuhren rasch wieder nach Hause. Am nächsten Morgen regnete und stürmte es weiter. Deshalb möchte ich euch noch kurz die Boote und den Filetierraum der Anlage zeigen. Insgesamt stehen den Anglern hier 9 Boote zur Verfügung,
von denen die meisten hier im Spätherbst bereits eingewintert waren. Der toll ausgestattete Filetierraum bietet genügend Platz, um die gefangenen Fische versorgen zu können. Im angrenzenden beheizbaren Trockenraum kann die nasse Kleidung getrocknet werden. Hier steht auch für jedes Apartment eine eigene Kühltruhe zur Verfügung. Zu Mittag bekamen wir die Hiobsbotschaft, dass wegen des immer mehr zunehmenden Sturms die Gefahr bestand, dass der Fährbetrieb an unserem morgigen Abreisetag erneut eingestellt werden muss. Deshalb blieb uns nichts anderes übrig, als bereits heute fluchtartig die Heimreise anzutreten und irgendwie auf das Festland zu gelangen. Wir nahmen um 14:45 Uhr die Personenfähre nach Trena, um dort auf die Autofähre nach Stokvägen umzusteigen. Das war die letzte, einzig verbliebene Möglichkeit, um auf das Festland zu gelangen. An dieser Stelle einen recht herzlichen Dank und liebe Grüße an TIS auf der Insel Selver, der uns diesen Notfallplan ausgearbeitet hatte und ohne den wir wohl aufgeschmissen gewesen wären. In Stokvägen stiegen wir um 17 Uhr auf einen Linienbus um, der uns nach einer 2-stündigen Fahrt nach Mo i Rana brachte. Mit dem ganzen Gepäck, das wir dabei hatten, könnt ihr euch vorstellen, dass das eine ziemliche Tortur war. In Mo i Rana hatten wir vorab schon ein Hotel gebucht, das in der Nähe der Bushaltestelle und des Bahnhofs lag. Trotzdem mussten wir bei strömendem Regen noch beschwerliche 400 Meter mit unserem gesamten Gepäck zurücklegen, bevor wir dieses erreichten. Gegenüber des Hotels lag dieses kleine Restaurant mit dem klingenden Namen Nummer 3, in dem wir hervorragend gegessen haben. Am nächsten Morgen fuhren wir um 7 Uhr mit dem Zug weiter nach Bodø, das gut 3 Stunden später erreicht wurde. Während der Fahrt dorthin begrüßte uns auch schon der norwegische Winter. Am Ende waren wir froh, nach dieser Odyssee unseren Flieger nach Oslo noch rechtzeitig erreicht zu haben. Die Schlussworte möchte ich diesmal Gerald überlassen, der die nachfolgenden Worte schon 3 Tage zuvor aufgenommen hatte. Ende der Fischsaison 2024. Wetter war fatal. Wir hatten nur 3 Ausfahrtstage, wo es einigermaßen schön war, fischen zu gehen.
So schlecht haben wir es noch nie erlebt. Dennoch waren diese 3 Tage sensationell. Es konnte alles gefangen werden, angefangen von Seelachs, Dorsch, Schellfisch bis hin zum großen Heilbutt, der heute gelandet werden konnte. Wir wissen noch nicht die genaue Kiloanzahl, geschätzt wird er auf 45 Kilo. Wir fahren jetzt in die Unterkunft, versorgen unsere Fische und freuen uns auf ein nächstes Video 2025. Danke.